Hallo, ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, hier seht ihr schon, ich bin im vollen Gange. Ich habe ein Blatt von meinem DIN A4 Aquapad Papier aufgeklebt von Clairefontaine. Mich hat jemand gefragt, warum ich das immer abreiße und aufklebe. Das sind leider keine geleimten Blöcke, sondern das sind Abreißblöcke und deshalb sind die lose und müssen, wenn man so arbeiten möchte, natürlich fixiert werden. Ja, Thema heute, ich hatte Lust auf Fische. Es ist Sommer, es war warm, es ist Hochsommer. Ich habe mir ein paar Fischformen hier vorgemalt mit einem Aquarellstift, damit diese Kante auch dann ein bisschen verschwimmt. Und ihr seht das schon, ich gehe hier mit nassem Wasser hinein und es verläuft auch schon ein bisschen. Und dann setze ich einfach die Farben, die mir so in den Sinn kommen, hinein in den Fisch. Auch hier wieder kommen die Farben von Victoria in den Einsatz, von VH Aquarell. Schaut gerne unten in der Infobox, da ist ein Link von mir. Mit meinem Code Melanie5 bekommt ihr 5% auf einen Einkaufswert ab 50 Euro. Später kommen noch die Metallic-Farben von ihr in Einsatz. Und ja, ich male hier die Fische ganz, ganz bunt, aber ich habe dann noch vor, also für alle, die es akkurat mögen, die malen es so, wie ich es jetzt mache und lassen es trocknen. Ja, aber ich wollte es ein bisschen verschwommen machen und da werde ich später die Ränder, solange sie noch leicht farbig feucht sind, mit Wasser verziehen. Ihr werdet das sehen, es wird ein wenig laufen, es ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber ich hatte so ein bisschen im Kopf, wie ich es haben wollte. Hat nicht ganz funktioniert, wie immer in der Aquarellmalerei, aber egal. Ja, und wie gesagt, ich setze hier die Farben rein, die mir gefallen und arbeite dann später noch mit Feuchtigkeit drumherum, mit Hintergrundfarbe, mit Stiften, mit Glitzerfarbe, mit allem möglichen. Ja, und ich lasse euch jetzt erstmal zuschauen.
So, die Fische sind getrocknet und jetzt habe ich mir hier meine Wuma Buntstifte rausgeholt. Die sind sehr schön, decken durchaus ordentlich ab, je nach Farbton. Und ich fange jetzt hier einfach an, umkreise die Fische locker, fange ein bisschen an zu dudeln, setze ein paar bunte Musterchen noch hinein, je nach Fisch, was mir da so in den Sinn kommt. Ja, und dann kommen später noch Acrylfarben in Einsatz oder Acrylstifte vielmehr und die Glitzerstifte von Victoria. Nein, die Glitzerfarben von Victoria. Meine Güte, was ist heute los? Und so gestalte ich jeden Fisch gerade so, wie es mir dann in den Sinn kommt. Da könnt ihr euch austoben. Ihr könnt den bunt in Mustern machen. Ihr könnt den mit Streifen versehen, mit Punkten, mit Rauten, keine Ahnung, was euch da alles so einfällt.
So, meine lustigen Fischchen sind fertig und sie schimmern total schön teilweise. Also sie gefallen mir wirklich gut. Man kann das hier immer schlecht erkennen. Ja, ich werde die jetzt cutten. Und dann habe ich mir ein paar passende Sprüche dazu rausgeholt. Und die werde ich dann, diese 4 Dinger zu Karten verarbeiten und die Sprüche noch aufkleben. Und ja, damit starten wir dann jetzt mal. Also wer von euch Karten macht, eine meiner besten Investitionen war dieses Schneidegerät. Von Dahle sind die, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Es gibt ja auch diese Schneidbretter, wo man mit so einer kleinen Klinge rüberfährt. Die sind für dünnes Papier vielleicht nicht schlecht, aber für so dickes Aquarellpapier überhaupt nicht gut geeignet. Und dieses Schneidgerät, also da habe ich niemals bereut, dass ich mir das gegönnt habe. Das war nicht so ganz günstig. Aber wie gesagt, wer viele Karten bastelt, für den ist das eine super Investition. Ja, jetzt habe ich hier die Sprüche ausgeschnitten, die Bilder ausgeschnitten. Ich habe mir passende Kartenrohlinge ausgesucht und klebe jetzt erstmal die Bilder auf jeweils eine Karte. Ich mache das immer so, dass ich das mit Prittstift mache und den Rand nochmal ganz dünn mit Uhu. Und zwar so, dass es nicht an den Seiten rausquillt, ganz wichtig. Man könnte aber auch dieses ganz feine, dünne, doppelseitige Klebeband gibt es extra für Karten nutzen. Oder ja, jeder von euch hat vielleicht seinen eigenen Trick und Tipp, wie es geht. Für mich hat sich dieses hier ganz gut rauskristallisiert. So, das war immer ja die einfachste, günstigste Variante. Aber man muss wirklich aufpassen, dass man nicht so sehr schmiert beim Kleben, ne? So, dann hatte ich alles fertig, habe das ausgeschnitten, aufgeklebt und dann habe ich mir gedacht, okay, die Sprüche sind mir so ein bisschen farblos, habe mir dann meine Stempelfarben und die kleinen Fingerlinge geschnappt und schattiere hier diese Sprüche ein bisschen ein. Was mir dann aber aufgefallen ist, dass die Druckertinte nicht wirklich super gehalten hat, die hat sich ganz leicht abgerubbelt. Jetzt konnte ich diesen Spruch hier nicht mehr verwenden, habe ich mir nochmal einen neuen ausgesucht. Ich hatte mir diese Sprüche in verschiedenen Schriften ausgedruckt, ja. Und jetzt bin ich bei dem ein bisschen vorsichtiger, gehe da nicht über die Schrift drüber, mache wirklich nur die Kante und dann klappt das auch ganz gut. So, ihr Lieben, da sind sie, meine Kärtchen. Und ich finde die doch total witzig. Also, was man einfach mal aus so einer Fischspielerei machen kann. Ja, hier steht drauf, ich hab dich zum Fressen gern. Passt super zu dem Fisch. Ich habe mir die Fische angeguckt und habe mir gedacht, was würde denn dazu passen? Und zudem hatte ich mir ja hier dieses Ich hab dich zum Fressen gern ausgesucht. Dann haben wir hier diesen wunderschönen Skalar. Der hat ja ein paar Luftbläschen. Der holt ja im Grunde Luft und das ist vielleicht eine Karte, wenn es bei jemandem mal nicht so gut ist. Tief Luft holen, alles wird gut, steht da drunter. Ja, dann haben wir hier diesen lustigen Gesellen. Tauch mit mir ab. Ja, no? Immer schön, kleine Einladung vielleicht zu einem Urlaub oder sonst irgendwie. Fand ich auch ganz passend. Und als letztes, der sieht einfach nur glücklich aus. Happy Day. Ja. Und das war meine kleine Spielerei mit diesen schön bunten Fischen. Ihr habt gesehen,
probiert euch aus, lasst die Farben laufen, spielt hinterher mit Stiften drauf rum. Und auch wenn es hier daneben läuft, das stört doch überhaupt nicht. Also ruhig laufen lassen. Auch hier, dass es hier verschwommen ist. Ne? Dadurch, dass ich das dann umrandet habe mit den Stiften, kommt der eigentliche Fisch hervor. Und alles, was so ein bisschen verlaufen ist, auch hier ist ja grün in den Hintergrund gelaufen, stört mich persönlich jetzt überhaupt nicht. Ich finde, das macht den Charme aus. Ja, wer das nicht mag, der malt halt akkurat. Ne? Der malt sich das genau vor und bleibt innerhalb der Ränder und malt ganz sauber. Ja, ich danke euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, der lässt mir gerne einen Daumen da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Macht's gut, eure Melanie.